ein V8-Geblubber, das ist einfach eine ganz eigene Welt. Endlos geil, das muss man schon sagen. Oh. Mercedes SLK 55 AMG. Ein Kraftswerk auf 4 Rädern, verpackt in einen Maßanzug aus Blech. Quell der Freude, ein 5,5 Liter großer V8. Geradezu betörend der Klang seiner 4 Fanfaren. Die Sechszylinder-Konkurrenz wirkt dagegen wie ein Knabenchor. Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man. Die permanente Rauchentwicklung am Heck des SLK spricht da eine andere Sprache. Brutal, der hört gar nicht mehr auf. Aber wir fangen doch gerade erst an. Kommen wir zu den Daten. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch begrenzt. Der Sprint auf 100 ist nach 4,9 Sekunden Vergangenheit. 360 Pferde sorgen für ein maximales Drehmoment von 510 Newtonmetern. Dem 5439 Kubikzentimeter großen Brennraum stehen gut 1,5 Tonnen Leergewicht gegenüber. Keine große Herausforderung für das Aggregat. Nicht so für den Fahrer. Der V8 ist eine Menge Motor für so wenig Auto. Es ist so, als würde man einen 60 Zoll Plasmafernseher in einer 10 Quadratmeter Studentenbude aufhängen. Das Ding hat einfach, glaube ich, viel zu viel Leistung für dieses Auto. Das raucht und qualmt und schiebt an allen Ecken und Enden. Brutal, wie das Heck gleich anfängt mitzulenken. Aber dann sofort der Eingriff über die Elektronik. Im Alltag ist die Elektronik ein Schutzengel, auf dem Tracktest eine Herausforderung. Das ist das Einzige, was so ein bisschen kritisch ist. Ja, wenn du kommst, fährst in die Ecke rein, der Reflex sagt Gegenlenken und dann kommt die Elektronik, stabilisiert das Auto. Du hast aber schon im Prinzip gegengelenkt. Und dann, in dem Moment, wenn die Elektronik eingreift, machst du ganz schnell mal den Abbieger, obwohl es eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen würde. Das ist was, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man wirklich dann extrem fährt. Hier ist der Renndiplomat gefragt, als Vermittler zwischen der Kraft des Motors und den strengen Regeln der Elektronik. Ich glaube, die Elektronik könnte man auch im Unimog verbauen, weil sie wirklich sehr hart eingreift. Es fehlt so die Sensibilität. Das ist da könnte wirklich so ein bisschen eine weichere Hand da sein. Das ist so boom, mit dem Hammer drauf. Elektronik brauchen wir an. Ja, Elektronik brauchen wir nicht mehr aus. Der hat so diesen Übergang. Es könnte harmonisch, es könnte geschmeidiger sein. Ja, jetzt wieder greift ein, bumm, und dann gibt's frei. Präzises Fahren ist angesagt, denn die Elektronik kann man nicht ganz abschalten. Es geht einfach nur nach vorne. Du drückst auf den Pinsel und das ist auch das Coole mit der Automatik. Du musst nichts machen, einfach nur hart wegrotzen. Nicht eben mal hingerotzt, der Preis. Knapp 70.000 € kostet der Einstieg in das 8-Zylinder-Vergnügen beim SLK. Ratsam und schick das AMG Performance-Paket für 5.355 €. Neben Styling-Features gibt's Hightech. Hinter den 18 Zöllern liegen innen belüftete Hochleistungsbremsen vom Kaliber 360 mm. Dank dem in 22 Sekunden versenkbaren Variodach kann man der Soundorgie auch innen ungefiltert lauschen. Der Innenraum ist Mercedes-typisch funktional gestaltet. Das Performance-Lenkrad und die Alu-Schaltpedals gehören ebenso zum Paket wie die Carbon-Elemente und AMG-Sportledersitze. Black Beauty sieht gut aus, ist aber zickig wie Naomi Campbell. Wenn man hier die Elektronik wie beim C63 beispielsweise ganz ausschalten könnte, würden die Dinger aber mal reihenweise in den Wald abbiegen. Rückblick. Der große Bruder C63 AMG schafft mit 1750 Kilo und 457 PS eine 1.1173. Das ist Platz 4 in unserer besten Liste. Der direkte Kontrahent Z4M aus dem Hause BMW ist 17 PS schwächer, aber 90 Kilo schlanker. Seine Rundenzeit eine 1.1368 und aktuell Platz 8.
Er ist vielleicht vom Motor her ein bisschen stärker, zumindest kommt es bei mir als Fahrer so an. Aber rein von der Fahrdynamik der hat keine Chance gegen den BMW. Null Chancen. Null Chance ist nicht viel, aber so schnell gibt sich der SLK 55 nicht geschlagen. In den Kurven kommt es darauf an, die Kraft so zu dosieren, dass die Elektronik Patrick nicht dazwischen pfuscht. Auf der Geraden erreicht er 182,82 km/h. Gute 8 km/h schneller als der BMW. Noch 2 Kurven und eine Schikane. Kann Black Beauty seinen Konkurrenten doch Paroli bieten? Hat Patrick recht behalten? Für die Liga der Supersportler hat es erwartungsgemäß nicht gereicht. Mit einer starken 1:11,55 hat er seinen Konkurrenten Z4M Roadster deutlich geschlagen. Auch Big Brother C63 wird auf Platz 5 verwiesen. Ein überraschender Platz 4. Allerdings ist der Tracktest im Laufe des letzten Jahres auch schneller geworden. Wetter- und Rennbeanspruchung radieren den obersten Bitumenfilm buchstäblich weg. Dadurch steigt das Gripniveau und die Rundenzeiten fallen. Mercedes SLK 55 AMG, ich sag nur klein und gemein. Z4 M-Roadster geschlagen, C63 seinen größeren Bruder geschlagen. Sicherlich kommt ihm zugute, dass der Tracktest-Asphalt ein bisschen schneller geworden ist über den Winter. Aber dank 7-Gang-Automatik, kurzem Radstand, hat er die Zeit auch gefahren. Und das, obwohl das ESP nicht ganz abzuschalten ging. Nicht schlecht. Der Kraftswerk hat seine Nullchance genutzt.